Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Thema wird sein, wie einfach oder auch schwierig könnte es sein, sein Herz einfach zu öffnen. Wäre es nicht schön, wenn wir mit einem geöffneten, weichen, allzeit zu lieben bereiten Herz unterwegs wären? Wären wir besser aufgestellt, wenn wir uns wohlwollend und liebend den Menschen gegenüber zeigen könnten, was hat das Herz unternommen, um das nicht mehr zu tun. Also ich meine damit, sind wir vielleicht tatsächlich von ersten Schritten unseres Lebens bereit, alle Menschen zu lieben, alles um uns herum wohlwollend und liebevoll zu betrachten. Beobachtet mal kleine Kinder. Beobachtet kleine Kinder, wie unvoreingenommen und fröhlich, freundlich, ja, wie viel inniges, echtes, wahres Lachen und wahre Freundlichkeit von kleinen Kindern ausgeht. Das sieht man bei Erwachsenen selten. Und ich kann auch von mir sprechen, also wenn ich mein Gesicht mal zufällig im Spiegel erblicke, dann denke ich manchmal, boah, wie guckst du denn gerade? Muss das sein? Warum? Oder wenn man so selbstvergessen durch die Welt geht, dann sieht man wahrscheinlich nicht immer freundlich, liebend und wohlwollend aus. Und das ist ja auch nur der äußere Schein. Die Frage ist, wie wir es schaffen, ja, mit einem geöffneten Herz durchs Leben zu gehen. Und ich habe dazu wieder mal meine Technik eingesetzt, Hand aufs Herz, und mein Herz gefragt. Und ich mache es jetzt tatsächlich nochmal. Ich will euch, weiß Gott, nicht langweilen. Ich will euch nur immer wieder daran erinnern, wie schön es ist, mit dieser Technik zu arbeiten. Also ich frage jetzt mein Herz, ob es sich einfach öffnen kann. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit und ich frage mein höheres Selbst. Bist du, mein Herz, in der Lage, dich einfach anderen Menschen gegenüber zu öffnen, vorbehaltlos? Kommt ein ganz dickes Nein. Weiß Gott nicht. Ja, und das ist gerade das Problem. Und jetzt frage ich, warum? Warum bist du dazu nicht einfach so in der Lage? Und ich frage dich, mein Herz, und ich erweitere das immer gerne mit meine innere Weisheit und mein höheres Selbst. Ich frage dich, meine innere Weisheit, mein höheres Selbst und mein Herz, warum kommt dieses Nein? Ja, und jetzt möchte ich das ein bisschen abkürzen. Da kommen also etliche Highlights aus meinem bisherigen Leben und die haben etwas damit zu tun, wie einfach mein Herz verletzt wurde. Wie leicht es war, meinem Herz eine Verletzung zuzuführen oder zuzufügen. Und mein Herz ist dann nicht einfach offen geblieben und hat gesagt, macht ja nichts, wir lachen einfach weiter, wir sind einfach weiter fröhlich und bleiben hier einfach ganz offen mit einem ganz weiten, offenen Herzen. Nein, mein Herz hat sich einen kleinen Panzer gebaut. Und wenn man diesen Panzer um das Herz gebaut hat, und der hat was damit zu tun, was alles einem schon ja, so entgegengekommen ist oder was man auch vielleicht fehlinterpretiert hat. Heute gerade habe ich eine Situation erlebt, da hat jemand ganz klar fehlinterpretiert, was ich meinte und war sofort tief verletzt. Und ich kann es verstehen, weil ich verstehe, dass er mich falsch verstanden hat. Also kann man manchmal aus falschem Hinhören oder falsch
vermeintlich Gesagten vom Gegenüber sich absolut sofort tief verletzt fühlen. Und dann hat man gute Gründe dafür, aus eigener Sicht, und hat das Gegenüber verkannt. Passiert eben. Ja, und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch wirkliche Angriffe, wo man wirklich sagen kann, boah, warum ist der so boshaft zu mir? Warum versucht der mit aller Macht, mich irgendwie jetzt gerade runterzukriegen? Also klein zu machen. Ja, und das sind alles Momente, die das Herz einem scheinbar übel nimmt oder die das Herz dem Leben oder dem, was gerade passiert, übel nimmt. Ja, was kann ich tun? Frage ich nochmal. Und ich frage mein Herz, frage meine innere Weisheit, mein Herz und mein höheres Bewusstsein. Was kann ich tun, haben oder sein, um diesen Panzer zu lösen und zu sprengen und aufzubrechen oder zu verlieren? Und ich frage dich, mein Herz, was kann ich tun, damit du mitmachst, wenn ich diese Panzer nach und nach ablegen möchte? Also diese Verpanzerung, die Zen-Panzer. Nee, es sind mehrere. Ein Trick, man kann dem Herzen anbieten, es probehalber abzulegen. Also, ich würde jetzt sagen, ich frage mein Herz, ob es vielleicht bereit ist, für so einen halben Tag mal oder vielleicht auch nur für eine Stunde, probehalber, einfach mal aus dem Stand heraus alle Panzer sofort abzulegen. Ja, sagt es, aber wirklich nur probehalber. Ja, und das wäre jetzt der erste Schritt, mit dem wir unseren Panzer ums Herz sprengen können. Und was würde denn passieren, wenn wir kein gepanzertes Herz mehr hätten? Da frage ich mein Herz mal, weil mein Herz kennt diesen Zustand sicherlich schon. Ja, und ich frage dich, mein Herz, was würde denn passieren, wenn der Panzer ums Herz entfernt ist? Da kommt sowas, dann fühlst du, wie du wirklich bist. Spannend. Also ich lade euch ein, darauf zu achten, a, wann, wann ihr vielleicht ja aus Versehen jemanden verletzt habt, um das gleich klarzustellen. Ob man die Verletzung damit null und nichtig machen kann, ist die zweite Frage. Die kann ich jetzt an dieser Stelle so nicht beantworten. Das kann immer nur derjenige beantworten, der die Verletzung für sich erfahren hat. Und dann lade ich euch dazu ein, tatsächlich mal diesem Herzen, eurem Herzen, die Übung anzubieten. Nur mal so für den Moment als Übung. Nicht als wahres Panzerverlieren, sondern nur einfach probehalber. Also für eine ganz kurze, begrenzte Zeit. Ja, und dann wünsche ich euch, dass ihr da wunderbare Erfahrungen macht in dieser kurzen Zeit der Herzöffnung. Ja, und damit möchte ich es für heute erstmal belassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr berichtet, was passiert ist, ob was passiert ist, ob ihr mit der Anleitung, die ich kurz in diesem beziehungsweise auch langatmiger in anderen Videos gegeben habe, tatsächlich an euer Herz kommt, wie viel Training es bedarf oder ob ihr tatsächlich dann auch ein Coaching oder ein Online-Coaching braucht, um besser an das Thema ranzugehen. Eine schöne Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren, damit ihr auch die nächsten Folgen mitbekommt. Und jetzt verabschiede ich mich für heute.
Ciao, ciao.